Ja, hallo liebe Freunde, heute hier vom Oldtimer Grand Prix. Wir haben gedacht, zeigen euch mal so ein paar richtig gute Aufnahmen. Wir sind da hier mit dem Zelt, das machen wir schon sehr lange. Hier wird ja Freude am Auto wirklich gelebt. Hier haben wir die ganzen Fahrer auf der Rennstrecke. Und wir haben hier zum Nürburgring einige richtig tolle Autos bekommen. Also zum Beispiel hier, wo ich gerade drauf sitze, diesen Mercedes SSK von 1927. Den haben wir demnächst in Rosenheim, den werden wir auch fahren. Ein total tolles Auto, da könnt ihr übrigens gerade hören. Da unten wird wieder richtig scharf gefahren. Also Freude am Auto. Benzin im Blut ist immer noch aktuell, das wird ja auch so bleiben. Also Elektroautos habe ich hier keine entdeckt auf der Rennstrecke. Ich habe aber gehört, das ist nicht so ganz im Thema. Ja, gehen wir mal kurz rum, was wir noch jetzt neu bekommen. Das ist hier ein ganz toller Porsche Speedster, sehr, sehr lange im Besitz. Das Auto ist wirklich in einem sehr, sehr schönen Zustand, hat einen Überrollbügel, hat fast 100 PS, ist also schneller als normaler mit 60 PS. Da machen wir auch den nächsten Film drüber. Einige von euch kennen vielleicht schon den 2-Liter Carrera mit Schiebedach, den wir da vorne zeigen können. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon einen Film gemacht? Da sind wir schon mitgefahren. Da wollten wir noch mal richtig mitfahren, das kommt dann. Was besonders ist, ist hier vorne ein Lancia Aurelia B20 GT, was wirklich selten ist. Schaut euch das mal an. In diesem Design hat es das Auto nur ein einziges Mal gegeben. Film haben wir auch noch nicht gemacht, wird kommen. Kostet knapp 200.000 €, ist wie gesagt ein One-Off und hat ein ganz besonderes Design. Also so ein Auto gibt es so in dieser Form, in dieser Ausführung, rechtsgelenkt, wie sie übrigens fast alle waren, nicht sehr oft. Sehr schöner Zustand, läuft sehr gut, aber Film haben wir nicht gemacht, kommt aber die nächsten Wochen. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ja genau, da haben wir hier vorne einen Porsche 356 bekommen. Ein ganz verrücktes Auto, der sich im kompletten Originalzustand befindet. Da unten seht ihr die kalifornische Autonummer. Das ist der Name des Erstbesitzers. Auto ist aus erster Hand, ist dann nach Deutschland gebracht worden von einem Spezialisten und ist wirklich vollkommen original. Der hat einen ersten Lack. Das seht ihr hier am Spaltmaß, den werden wir auch noch filmen. Schaut euch mal hier oben das Dach an, das ist durchpoliert. Da sieht man also wirklich, dass der Wagen den ersten Lack hat. Das sieht irgendwie schon klasse aus, muss man natürlich auch so lassen. Ist ein 356C von 1964, 65. So, da ist wieder Freude am Auto, könnt ihr euch angucken. Hier geht es mit Vollgas. Ja, das macht natürlich Spaß. Das geht ja heute schon den ganzen Tag. Der Nürburgring, der dauert ja eigentlich immer 4 Tage. Im August, da bin ich immer zu gerne hier. Übrigens jetzt seit 30 Jahren, wo wir hier sind. Veranstaltung gibt es seit 49 Jahren. Hat mir immer einen Riesenspaß gemacht. Und ich muss sagen, wir haben ganz tolle Leute hier gehabt, ein ganz tolles Publikum, die alle begeistert sind. Ich hoffe, ihr versteht mich noch bei dem Lärm. Ja, Freude am Auto. Hier haben wir den Lamborghini, den haben wir gerade gefilmt. Gibt nur 3 Stück von dem Auto. Ist ein Aluminium Lamborghini 350 GT, ein ganz seltenes Auto. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal raus. Ich zeige euch mal, was vor dem Zelt steht. Hier vorne ein wunderschöner Jaguar SS100 von Suffolk. Hat einem Ingenieur ganz lange gehört. Der hat das Auto absolut perfektioniert. Der Wagen geht auf der Autobahn. Er hat einen tollen Zustand. Und der ist von einem originalen SS100 eigentlich überhaupt nicht zu unterscheiden. Guckt euch mal die Qualität an, toll. Das ist für jemanden schöner Oldtimer. Ist natürlich ein gebautes Auto, das ist klar, aber fantastisch gemacht, technisch zuverlässig. Und der kostet nur 120.000 €. Ist für das Geld überhaupt nicht zu machen, der Wagen. Zustand sensationell. Ja, hier vorm Zelt haben wir gerade stehen einen Porsche, einen Speedster. Haben wir auch gerade herbekommen, gibt es auch noch keinen Film davon. 1600 Super, hat 100 PS. Hat dieses tolle Speedster Blau, hat einen wirklich fantastischen Zustand. Schaut mal hier rein mit diesem roten Leder. Also man hört es am Klang der Türen. Fantastisch. Ich mache euch mal hinten kurz die Haube auf. Kann ich euch mal die Maschine zeigen. Wie gesagt, normale Speedster sind ja relativ langsam, weil sie halt eben nur 60 PS haben. Er hat eine verstärkte Maschine mit fast 100 PS. Hat eine tolle Auspuffanlage drunter, hat entsprechenden Sound. Zustand erste Klasse. Wir haben 2 Gutachten im Zustand 1. Der werden wir in Bayern, wenn er da ankommt, auch filmen, schön durch die Alpen fahren. Da freue ich mich schon drauf. Ja, was haben wir noch? Einige Supersportwagen. GT40 kann ja einige schon. Dann haben wir einen Jaguar XJ 220.
tolles Auto, ist eine Rarität, ist für meine Begriffe im Moment noch viel zu preiswert so ein Wagen. Vergleichbare Supersportwagen aus der Zeit haben ja deutlich, kostet das Dreifache heute. Der kostet nur 600.000 Euro. Zustand fast neu, hat 7.000 Kilometer gelaufen. Schaut euch das mal an. Das Auto hat noch Zukunft. Es wird ja von Jaguar so gar nicht mehr gebaut. Zustand fantastisch. In Grün von Jaguar, so muss er glaube ich sein. Ein echter Supersportwagen für ein Drittel des Preises eines vergleichbaren Ferraris, kann man sagen. Ja, also da bin ich auch gespannt auf die Fahrt, wenn wir den filmen. Es wird sicherlich wieder ein Highlight werden. Das habt ihr hier vorne ja schon gesehen, kurz zum GT40. Nochmal ein Blick in den Motorraum hinten, der hat 800 PS. Also das ist sicherlich nichts für Warmduscher oder Seifenbücker. Das Auto ist gefährlich, vorsichtig, aber geht irre zur Sache. 800 PS. Es gibt nur 5 in dieser starken Ausführung. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Rundgang. Also wir werden euch die nächste Zeit noch mehr zeigen. Paul, zeigst du vielleicht noch mal das Zelt hier? Wir sind hier den ganzen Tag am Saugen, weil hier eine Menge passiert. Das wird nächstes Jahr, werden wir auch wieder sein, hier im August. Also bisher kann ich euch sagen, wir haben Samstagabend, war super erfolgreich. Wir haben mehrere Autos verkauft und sind tolle Sachen angeboten worden. Und wir werden das im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder machen. Und wenn ihr Lust habt, besucht ihr mich. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Bis dahin und ciao.